Wie dreht ihr Holzeindrehgewinde, sogenannte Rampamuffen, 90 Grad ins Holz richtig ein? Macht ihr es per Hand und wundert euch manchmal, dass es nicht ganz gerade 90 Grad eingedreht worden ist? Oder mit dem Akkuschrauber, aber habt es auch nicht immer zu 100% im 90 Grad Winkel drin? Wenn das Werkstück natürlich auf den Bohrständer passt, ist das die beste Variante und die sauberste Variante, ein Eindrehgewinde reinzubekommen. Ganz einfach, nur aufsetzen, das Ganze nach unten drehen und per Hand reindrehen. Fertig. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und das Thema heute Eindrehgewinde in Holz, die sogenannten Rampamuffen. Wie bekomme ich so eine Rampamuffe 90 Grad im Winkel schön ins Holz rein, damit das Gewinde nachher gerade steht? Wenn ich jetzt keinen Bohrständer habe, beziehungsweise das Werkstück nicht auf dem Bohrständer bekomme oder keinen mobilen Bohrständer einfach habe. Aus diesem Grund bauen wir uns heute eine Vorrichtung und ja, es gibt genug, ich sage jetzt mal Vorrichtungen im Netz, die das können, aber die gefallen mir teilweise nicht ganz so gut. Deshalb bauen wir uns heute eine Vorrichtung, die wirklich viele Jahre hält, wo ich da noch verschiedene Größen benutzen kann von Eindrehgewinden und vor allem ich habe einen Doppelnutzen. Wir starten jetzt gleich mit der Bauanleitung. Die ganzen Maße und Daten und das Ganze, wie das Ganze funktioniert, werdet ihr am mittleren oder am Ende des Videos einfach mal sehen, wie wir das Ganze machen und wie wir das Ganze gebaut haben. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich nochmal.
So Leute, das Jig ist fertig. Ich werde euch natürlich jetzt gleich die Maße noch nennen, die ich jetzt hier verwendet habe und welche Schraubengröße und so weiter. Zuvor muss ich aber echt mal was sagen und ich muss was zugeben. Glaubt ihr, bei mir läuft alles nach Plan? Nee, läuft's eben auch nicht. Denn ich habe nämlich auch 2 oder 3 Schrauben total versemmelt beim Bohren. Also allererstens, ihr braucht verdammt gute Bohrer, um in diesen Stahl reinzukommen. Das braucht's definitiv. Kann ich euch nur empfehlen. Bohrt schön langsam mit schön Öl drauf, dann funktioniert das auch. Aber jetzt bei den dünnen Durchmessern ist mir die Schraube ein bisschen verlaufen. Der Bohrer ist mir natürlich verlaufen, nicht die Schraube. Und ich kam unten auch nicht gerade raus. Das heißt, das hat mich natürlich schon ein bisschen angegast. Also ihr müsst da wirklich aufpassen, dass der Bohrer wirklich absolut im Winkel angesetzt wird und absolut reinbohrt. Sobald es ein bisschen schräg ist oder ein bisschen verläuft, ist es rum und ihr kommt unten nicht gerade raus. Jetzt schauen wir uns natürlich an, warum ich das so gebaut habe und wie ich es gebaut habe. Gut, also ich habe hier Multiplex verwendet. Ihr könnt ebenso natürlich Hartholz verwenden oder sonst irgendwas. Und ich habe 2 Klötze gebaut und diese Klötze habe ich auseinanderschraubbar gemacht. Warum habe ich das so gemacht? Ihr habt es ja im Video gesehen. Ich kann diesen oberen Klotz auch für 90 Grad Bohrungen benutzen und brauche da nicht wirklich einen Bohrständer dazu. Wenn ich jetzt irgendwo mal mobil irgendwas reinbohren will, nehme ich diesen Klotz hier, mache meinen passenden Einsatz rein, meine passende Schraube. Und kann das Ganze mobil benutzen. Deshalb auseinanderschraubbar. Ihr müsst es natürlich nicht so machen, wenn ihr das nur zum Gewinde eindrehen braucht, ist überhaupt kein Stress, dann könnt ihr das auch fest verleimen miteinander oder vernageln oder was auch immer und dann könnt ihr das Ganze als Block lassen und braucht hier keine Bohrungen setzen. Die Größe ist gar nicht so wirklich wichtig, muss ich sagen. Ich nenne sie euch trotzdem mal die Maße. Ich habe jetzt den unteren Klotz, der liegt bei 145 mm. Der obere Klotz liegt bei 140 mm. Aber das könnt ihr natürlich selber entscheiden, je nachdem, wie groß ihr das Ganze machen wollt. Ich habe zur Stärke kommen wir gleich nochmal dazu. Und zwar habe ich jetzt ja M14 eingesetzt. Bei M14 müsst ihr denken, wenn ihr da verschiedene Größen bohren wollt, könnt ihr maximal mit M14, M10 dort reinbohren, damit das Gewinde hier auf jeden Fall noch hält. Ihr seht es bei der Schraube, da haben wir noch ein bisschen Material dran, damit wir halt doch die M10 durchbekommen. Wenn ihr nur eine M12 benutzt, könnt ihr genauso benutzen. Dann müsst ihr aber bedenken, ihr könnt es nur bis M8 Eindrehgewinde oder eine M8 Schraube auch ebenso reinbohren. Dann kommen wir mal zur Stärke, zur der Platte hier. Und zwar habe ich hier 25 mm gewählt. Warum 25? Ganz einfach, ich brauche ja noch ein bisschen Führung für das Ganze. Und ich möchte es auch nicht zu stark wählen, weil dann müssen die Schrauben umso länger werden im Endeffekt. Denn ihr müsst schon darauf achten, wie hoch dieser Klotz ist. Dieser Klotz ist bei mir 35 mm, aber das müsst ihr auch selber entscheiden. Denn ihr müsst immer darauf achten, damit 2 Kontermuttern drauf passen und euer längster Einsatz, den ihr habt. Das heißt, bei diesen großen ist bei mir das der längste Einsatz. Ihr müsst noch 2 Kontermuttern drauf bekommen und den Einsatz drauf und das sollte dann hier dieses nicht überschreiten, denn ihr müsst ja nochmal schauen, dass ihr dann praktisch reinkommt, also hochfahrt das Ganze, dann reinkommt in das Loch und dann müsst ihr auch darauf achten, dass diese Schraube hier oben noch lang genug ist, also das dann praktisch im Endeffekt, damit ihr noch komplett runterfahren könnt, damit der Einsatz im Holz versenkt ist. Und natürlich ist mir bewusst, dass diese Variante schon sehr aufwendig ist zum Bauen, aber ihr habt da jahrelang habt ihr da Spaß dran, weil diese Schrauben leiern sich nicht einfach aus, das ist überhaupt kein Stress, wir können das Ganze tauschen, aber wenn ihr jetzt wirklich nur 1- oder 2-mal sowas benutzen wollt, dann könnt ihr euch genauso einen Glotz bauen, in ein Hartholz, eine Bohrung machen, eure Schraube reinsetzen, dann habt ihr im Endeffekt den gleichen Nutzen vom Gewinde eindrehen, also wie gesagt, da gibt's genug Bauanleitungen im Netz, wie man das Ganze auch ohne macht, aber ihr braucht ja im Endeffekt nur eine Bohrung reinsetzen, fertig. Also das ist halt auch nicht so langlebig, weil irgendwann sich diese Bohrung hier einfach mal ausleiern wird. Hier kann es einfach nicht passieren. Ihr könnt es eben genauso auch einfach nur Röhrchen reinsetzen, also Metallröhrchen reinsetzen. Das hat im Endeffekt auch den gleichen Nutzen, aber ihr braucht halt dann auf jeden Fall mehr Löcher oder mehr Vorrichtungen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an, wie gut es funktioniert. Ich habe hier mal einen Klotz vorbereitet, eine Bohrung gesetzt, ein bisschen angesenkt das Ganze, wie man es halt normalerweise bei Eindrehgewinden macht. So, und jetzt braucht ihr nichts anderes machen, außer den passenden Schlüssel zu haben oder den Eindrehschlüssel zu haben. Und dann setzt ihr das Ganze einfach an, schiebt das Ganze ans Loch hin, dann fällt es schon richtig schön rein. Das müsste jetzt im Winkel sein und wir drehen jetzt einfach diese Schraube mal mit dem Akkuschrauber rein.
Also ich finde, es funktioniert richtig gut. Ihr habt es gesehen. Es ist mobil. Ich kann es ganz schnell irgendwo einsetzen und ich kann ganz schnell diese Einsätze tauschen. Schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein, wie ihr das Ganze findet. Ich persönlich finde es richtig cool. Natürlich, ich weiß, man kann es viel einfacher bauen. Aber das einfache Gebaute ist, man braucht mehrere Einsätze, also man braucht mehrere Klötze oder so oder mehrere Löcher, um das Ganze zu machen. Und wenn man nur Löcher bohrt, ohne irgendwie einen Einsatz oder so, dann leiert es irgendwann einfach mal aus und ich habe nicht lange Spaß daran. Nur wenn ich es aber öfters brauche und das Ganze dann mit diesen Schrauben immer wieder austauschen kann, ist es überhaupt kein Stress und das wird jahrelang, viele Jahre lang einfach überdauern und ihr könnt immer wieder Einsätze ins Holz einfach reindrehen. Ich finde es cool. Wie gesagt, schreibt es unten rein. So, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, abonniert die kleine Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Servus aus dem Allgäu.